Graf Ahlen, es ist etwas Schreckliches passiert. Ich wollte Ihnen die Nachricht persönlich überbringen, wenn Sie es nicht schon gelesen haben. Es fällt mir nicht leicht, Ihnen diese Nachricht zu überbringen. Sie traf mich selbst wie ein Schlag ins Gesicht. Zurzeit tobt noch immer ein schweres Unwetter vor der französischen Atlantikküste. Mehrere Schiffe sind in Seenot. Von der Rose Eliza, die im Auftrag des Weingutes Ahlen unterwegs war, ist mittlerweile bestätigt, dass sie untergegangen ist. Großer Gott, mit diesem Schiff geht auch das Gut Ahlen unter. So lange. Was haben die denn so Wichtiges zu bereden? Hast du gehört, was Hardenstein von meinem Vater will? Nein. Aber wenn du jetzt nervös wirst, dann steckst du mich noch an. Und das Nervenbündel kann ich doch schlecht um deine Hand anhalten. Wasser? Ja, aber noch nicht weg. Ich find's toll, wie du mich zum Lachen bringst. Ich weigere mich zu glauben, dass alles verloren ist. Noch gebe ich mich nicht geschlagen. Aber worauf hoffen Sie denn noch? In der Zeitung steht nicht, was mit der Mannschaft und der Fracht passiert ist. Ich würde Ihre Zuversicht ja gerne teilen, aber glauben Sie, dass bei einem solchen Unwetter irgendjemand oder irgendetwas geborgen werden kann? Unmöglich ist es nicht. Sie haben recht. Man sollte die Hoffnung nicht so rasch aufgeben. Ich gehe aufs Amt und schicke ein Telegramm an die Reederei. Wenn jemand was weiß, dann sind die es. Vielen Dank, Theo. Das ist vorerst alles. Den Rest muss ich noch packen. Wann wollen Sie abreisen? Ich denke morgen Mittag. Feiert ihr schon Weihnachten? Nein, Max hat einen Termin bei Papa. Und ich muss schnell vorher noch etwas wissen. Und zwar, was mit den Dieben passiert, die aus den Grabkammern der Pyramiden die Schätze stehlen. Hier steht drin, dass alle eines unnatürlichen Todes gestorben sind. Sophie, du musst jeden Tag für mich beten, damit ich heil wiederkomme. Hat man um diese Zeit in der Reederei noch jemand erreicht? Nach so einem Unglück geht doch keiner nach Hause. Entschuldigen Sie, Graf Ahlen. Es geht jetzt nicht, Max. Es tut mir leid, aber wir müssen unser Gespräch auf später verschieben. Auch wenn die Zeit drängt. Eine so bezaubernde Dame darf man doch nicht ignorieren. Auf Wiedersehen, Sophie. Auf Wiedersehen. Oh, das sieht ja ganz nach Abreise aus. Viel Erfolg in Ägypten. Was hat das denn jetzt zu bedeuten? Tante Magda, weißt du, wo Papa hingeht? Es reicht, dass du unser Haus als Marktfrau in Verruf gebracht hast. Du musst dich hier nicht auch noch wie eine benehmen. Setz dich. Ich muss wissen, warum Papa so eilig mit Herrn Hartenstein weggegangen ist. Ich nehme an, es geht um Geschäfte, wie immer. Warum fragst du? Er hatte eigentlich einen Termin mit Max. Und wo liegt das Problem? Papa war ganz zufrieden mit dem Weihnachtsstand, oder? Aber nur, weil er von deinem Auftritt nichts wusste. Gudrun brauchte doch Hilfe. Wir haben so viel Geld eingenommen, dass das Waisenhaus 2 Weihnachtsfeste veranstalten kann. Das haben wir alles Max zu verdanken. Du brauchst ihn nicht anzupreisen. Dein Vater und ich wissen, dass Max gute Arbeit leistet. Ich habe gewusst, dass es ihm gefällt. Ja, wo bist du denn?
Von der Rose Elisa, die im Auftrag von Gut Ahlen unterwegs ist, wird mittlerweile bestätigt, dass sie gesunken ist. Diese Ungewissheit ist das Schlimmste. Nichts tun können, als zu warten. Dass die Menschen manchmal derart sensationslüstern sein können. Richtig ekelhaft. Kriegen ja was geboten. Otto, ich habe es gerade gelesen. Was für ein Unglück. Weißt du schon Näheres? Noch nicht, Wolfgang. Die Reederei wartet selbst auf Nachrichten. Begleitest du mich in den Club? Ich kann nicht. Später. Ich würde Ihnen ja gern zur Seite stehen, aber da mir der Zutritt zum Club verwehrt ist... Ob ich einen Beistand brauche, wird sich zeigen. Wenn ich was Neues weiß, melde ich mich. Endlich. Endlich bin ich wieder ein freier Mann. Ein gutes Gefühl. Genießen Sie es. Denn es ist leider nur ein kurzes Vergnügen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Gut Ahlen ist bankrott. Und ich habe nichts mehr mit Ihnen zu tun. Ein chinesischer Philosoph hat einmal gesagt, der Weg ist das Ziel. Mit anderen Worten, es gibt noch viel zu tun. Egal, wie viel Geld Sie mir bieten, ich werde mich auf keinen Fall noch einmal auf eine Sache einlassen, bei der Menschenleben auf dem Spiel stehen. Wenn man keine Wahl hat, dann hat man auch keine Skrupel. Als ob Sie keine Wahl gehabt hätten. Ich rede nicht von mir, ich rede von Ihnen. Wirklich schlimm, dass Sie das Spiel nicht lassen können. Die gehören Ihnen nicht. Irrtum. Auch die habe ich Ihren Gläubigern abgekauft. Warum verfolgen Sie mich? Was habe ich Ihnen getan? Ja, vielleicht will ich einen so wichtigen Informanten nicht so leicht verlieren. Hoppala. Gehen Sie spielen. Ich rufe Sie, wenn ich Sie brauche. Keine Angst. Der Hund ist sehr wählerisch, wenn es um sein Fressen geht. Ich hatte nicht den Mut, meiner Tochter die Wahrheit zu sagen. Wie soll man auch seinem einzigen Kind erklären, dass man nicht weiß, ob es eine Zukunft hat? Ist es denn wirklich so ernst? Die ganze Ladung ist verloren. Und Sie können nicht irgendwie durchhalten, bis der nächste Jahrgang verkauft ist. Hätte ich mich denn sonst auf diesen riskanten Export eingelassen? Gut Ahlen ist seit über 600 Jahren im Familienbesitz und ich habe ihn aufs Spiel gesetzt. Es war eine Chance. Und Sie haben sie ergriffen. Ich denke nicht, dass Sie sich Vorwürfe machen müssen. Was soll denn aus meinen Leuten werden und vor allem aus Sophie? Sie müssen Vertrauen haben. Und ob ich auch wandere im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unheil. Doch, Pater, ich fürchte mich. Mein Gefühl hat mir von Anfang an gesagt, dass ich die Finger von diesem Geschäft lassen soll. Hätte ich mich doch niemals mit diesem Hartenstein eingelassen. Auch wenn Tante Magda es nicht zugibt. Ich glaube, dass sie Max ganz gern mag. Wenn er doch endlich um meine Hand anhalten könnte. Aber ausgerechnet heute hat Papa so viel zu tun. Ich kann es kaum noch erwarten. Nicht mehr lange und wir sind verheiratet. Ich bin so stolz auf dich, mein Junge.
Ich wünsche euch alles Glück dieser Erde. Danke, Mama. Du bist genauso schön wie deine Mutter damals, als ich sie geheiratet habe. Ihr seid hier, um den Segen für ein gemeinsames Leben zu erbitten. Gott hat euch diese Liebe geschenkt und ihr habt sie angenommen. Alle Hindernisse habt ihr überwunden, um eure Liebe zu leben. Und so frage ich dich, Sophie von Ahlen. Sophie! Sophie! Max? Max, ich komme. Hallo. Entschuldige, ich habe geträumt. Ich hoffe, was Schönes. Oh ja. Ist dein Vater schon zurück? Nein, aber ich sag dir Bescheid, wenn er wieder da ist. Hast du viel zu tun gerade? In 10 Minuten in der Ruine. In 9. Also in 8. Ich freue mich. Ich liebe dich bis ans Ende der Welt. Ich dich auch. Reist zu mir. Ja, meine Herren, man hat mal Glück, man hat mal keins. Guten Abend, meine Herren. Ich gebe eine Runde Champagner aus. Wie Sie ja wissen, trete ich morgen ein weiteres aufregendes Abenteuer an. Und da ich Sie in Ägypten alle schmerzlich vermissen werde, möchte ich doch wenigstens einen ordentlichen Abschied feiern. Ich habe schon mehr Begeisterung gesehen. Haben Sie es denn nicht gelesen? Das Schiff mit Ottos Wein ist untergegangen. Das ist nicht wahr. Wann ist das passiert? Otto. Was schreibt die Reederei? Es gibt keine weiteren Neuigkeiten. Aber zum Glück hat man die Suche nach dem Schiff noch nicht aufgegeben. Also von Nafol, was ist los? So ein Blatt verlieren Sie doch sonst nie. Schreckliche Neuigkeiten. Wie ist das passiert? Wie Schiffsunglücke nun mal passieren. Ein Sturm, hohe Wellen, der Rest ist Schicksal. Ich habe einen alten Freund, Admiral Rübnitz. Die Marine weiß möglicherweise schon mehr. Soll ich ihn mal fragen? Vielen Dank, Boto. Eine gute Idee mit dem Hummer. Feiern wir doch heute quasi das Meer und seine Tiefe. Das kam gerade. Die Fracht der Rosalys ist wohlbehalten in Königsberg angekommen. Dagegen liegt das alte Dampfschiff auf dem Grund des Meeres. Ob der Graf wohl ruhiger schlafen könnte, wenn er wüsste, dass sein Wein doch noch durch menschliche Kehlen rinnt? Kaum. Er hat ja nichts davon. Kein Gewinn. Aber die Freude, dass ein bester Jahrgang doch nicht für die Fische ist, wäre doch jammerschade. Eine raffinierte Idee, den Heizer zu bestechen. Auch wenn es eine Menge Geld gekostet hat. Teuer, aber notwendig. Welcher Matrose lässt das Schiff schon freiwillig hochgehen, auf dem er fährt? Wenn man weiß, dass man es überlebt, dann kann so eine kleine Explosion Spaß machen. Spaß, lieber Hans, ist nur halb so befriedigend wie der Erfolg. Und der wiederum ist nur halb so befriedigend wie der Misserfolg der andere. Exakt. Weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist? Mittwoch? Naja, du arbeitest einfach zu viel. Da darfst du das auch vergessen. Aber ein ganz besonderer Mittwoch. Für dich. Weil wir uns heute vor einem Monat das erste Mal begegnet sind. Du hast doch daran gedacht. Wie könnte ich vergessen, dass mein Leben vor einem Monat erst anfing?
Für mich? Nein, ich will es wieder mitnehmen. Schöne Idee. Könnte glatt von mir sein. Man sagt, wenn zwei Menschen den gleichen Gedanken haben, dann bleiben sie 80 Jahre lang zusammen. Schade. Das ist viel zu kurz. Mein Papa hat bestimmt nichts dagegen, wenn wir heiraten. Sogar Tante Magda hat zugegeben, dass du ein guter Verwalter bist. Hat sie das? Ja. Sie wissen, dass unser Besitz bei dir in guten Händen ist. Und wenn ich mal etwas nicht schaffe, kannst du mir ja helfen. Daraus wird leider nichts. Ich zeig dir schon, wie es geht. Glaube ich gern, aber einer von uns muss doch auf die vielen kleinen Maxe aufpassen. Am besten, du trinkst erst mal einen Schluck. Das macht die Warterei erträglicher. Oh, ich hol dir einen Cognac. Wir haben eine Nachricht, Otto. Otto? Das kam gerade von meinem Freund Rübnitz. Was schreibt dein Freund? Hat man die Rose Leise endlich gefunden? Die Besatzung hat sich in die Rettungsboote flüchten können. Sie wurde von einem unserer Marineschiffe aufgenommen. Zum Glück kreuzten die gerade in der Nähe. Dem Himmel sei Dank. Das sind endlich einmal gute Nachrichten, Otto. Und was ist mit der Fracht? Hat man Ottos Wein auch retten können? Nun ja, wie soll ich sagen? In dem Fall ist die Fracht mit dem Schiff untergegangen. Ist es so, Botho? Komm, Otto. Gefällt dir nicht mehr, was du siehst? Valerie, mein Goldstück. Seit wann hast du denn Selbstzweifel? Warum gibt es keinen Champagner? Weil Wein zur Feier des Tages viel besser passt. Was gibt's denn zu feiern? Hast du vielleicht, was unseren lieben Grafen angeht, einen Erfolg zu verbuchen? Erfolg? Ein triumphaler Siegeszug. Napoleon wäre ein mickriger Zwerg dagegen. Ich dachte mir, dass du hier unten bist. Komm, Magda. Setz dich zu mir. Gibt es noch mehr davon? Mehr, als du in deinem ganzen Leben trinken kannst. Du bist unglaublich männlich, wenn du einen Sieg errungen hast, weißt du das? Ja.
Wie hast du es eigentlich geschafft, ein ganzes Schiff untergehen zu lassen? Eine kleine, kontrollierte Manipulation am Kessel. Natürlich so, dass die Mannschaft noch rechtzeitig von Bord kam. Praktisch, dass du vorher Ottos wertvollen Wein noch in Sicherheit gebracht hast. Der ist wirklich gut. Na, wenn du willst, kann ich dir eine ganze Wanne davon volllaufen lassen. Im Gegensatz zu Otto bin ich auf das Geld gar nicht angewiesen. Dich sollte man sich wirklich nicht zum Feind machen. Du ruinierst die anderen und wirst selbst immer reicher. Jetzt halt endlich mal den Mund und lass deine Hände sprechen. Ist der Wein wirklich endgültig verloren? Was sollen wir denn tun, Otto? Ich schwöre dir, Magda, solange noch ein Tropfen Blut durch meine Adern fließt, werde ich für unsere Familie kämpfen. Der bringt uns bestimmt Glück. So wie der Stern von Bethlehem den heiligen drei Königen. Das wäre schön. Ach, ich habe ja noch was für dich. Noch ein Geschenk? Ja? Was ist es denn? Schau's dir einfach an. Damit du es nie vergisst. Oh, Max, das ist wunderschön. Aber ich brauche doch keine Tafel, um mich an dich zu erinnern. Papa, da bist du ja endlich. Oh, Sophie. Oh, Max, das trifft sich gut. Jetzt habe ich Zeit für dich. Kommst du? Dann komm, Max. Setz dich doch. Ich weiß, eigentlich hättest du ein Anliegen, aber vorher habe ich dir etwas zu sagen. Es hilft dir nichts. Ich sage es einfach, wie es ist. Du weißt, dass ich sehr zufrieden bin mit deiner Arbeit. Das freut mich. Du hast dich hier hervorragend eingearbeitet. Um ehrlich zu sein, ich hatte noch nie einen Verwalter mit deinen Fähigkeiten. Deshalb hätte ich gerne große Pläne mit dir geschmiedet. Ich muss dir eine schlimme Mitteilung machen. Das Schiff mit unserem Wein ist vor der französischen Atlantikküste gesunken. Die Mannschaft wurde glücklicherweise gerettet, aber die Fracht, sie ist verloren. Die gesamte Ladung? Sie liegt auf dem Grunde des Meeres. Diese Katastrophe hat uns die gesamten Geschäftsgrundlagen entzogen. Es tut mir sehr, sehr leid, Max, aber ich muss dich entlassen. Er hat Nein gesagt. Max! Ich konnte nicht. Ich will nicht ins Armenhaus. Das ist ja mal wieder typisch Tante Magda. Jetzt benutzt sie schon ihre geschäftlichen Schwierigkeiten, um mich unter die Haube zu bringen. Vielleicht ist es aber auch wirklich die einzige Möglichkeit. Ach, das glaube ich nicht. Papa würde es niemals zulassen, dass ich einen Mann heirate, nur weil er Geld hat. Wir werden nicht heiraten, Sophie. Das ist aus.